Ja, hoi miteinander. Ja, ihr seht es, heute haben wir gedacht, wir machen einfach mal nichts. Ja. Das ist mal etwas Neues. Nein, komm, Regel. Ja, ich komme, ja. Schau, was ich gefunden habe. Da. Görike-Rahmen. Es gibt ein neues Projekt. Ein Görike Modell 302. Oh. Alles auffressen. Genau, Modell 302, das ist meiner Meinung nach das die schönsten Rahmen, die sie gebaut haben. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr fein. Und das hat eine spezielle Geschichte, das Ganze. Und zwar ist jemand zu uns gekommen, hat gesagt, er hat eine Bucketlist gemacht. Das sagt euch wahrscheinlich etwas, Dinge, die man noch machen will, oder quasi. Das ist eine sehr, sehr grosse Ehre für uns, weil auf dieser Bucketlist steht das Töffli von den Signature Bikes. Und das Ganze, dass er ganz grob einen Eindruck habt, was aus dem sollte passieren, es sollte irgendwann einmal etwa in diesem Stil sein. Hopp, hopp, hopp. Die Felgenringe kommen euch wahrscheinlich bekannt vor. Schaut mal die Punzigen an. Das sind nämlich nicht 36, sondern 72 wie beim Nickel Goldbober. Wieso habe ich damals 72 Speicher gewählt? Genau aus dem Grund, um das zu machen. Ich habe hier die ganzen Loch, 36 Loch, habe ich dann verdoppelt. Also jeweils zwischen ihnen hat es nochmal eins gegeben. Gibt 72. Also wir können jetzt originale Sachen abnehmen und auf diese Felgenringe einspeichern. Da sehen, das ist ganz spezielle. Ist alles speziell? Ist alles speziell. Ist wirklich alles speziell. Ist alles spezial. Einmal spezial. Das ist natürlich ein 50er-Jahre-Naben mit Bremsbetätigung rechts. Oder? Das ist genau der Grund. Da, die einen kennen es vielleicht mit dieser Aufnahme fürs Ritzel. Und das Geile an dieser Hure Naben ist, sie ist dreimal gelagert. Also wir haben hier ein Lager, hier ein Lager und hier rein haben wir nochmal ein Lager. Das ist unheimlich brachial, kompliziert. Die Naben. Es sind hure Geschwürnaben, wenn ich das so sagen darf. Weil da hat es Teile drin ohne Ende. Oder? Alles raus, eine Achse, 3 Distanzbüchsen, 3 Kugellager und das ist es. Also es ist wirklich eine ganz geile Sache. Auf das freue ich mich riesig. Ja, ich bin ready. Ja, die Gabel kennt man natürlich, Nickel Goldbober. Die habe ich für den ja mal extra gebaut. Er hat die ums Verrecken wählen, was ich absolut verstehen kann, weil es einfach wunderschön ist. Ist jetzt bereits Nummer 2 gebaut worden. Das ganze Zeug da, das muss jetzt alles zuerst noch vernickelt werden. Und dann kann ich die Räder einspeichern, bzw. die Felgenringe einspeichern. Das letzte Mal, Nickel Gold, haben wir als kleines gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, komm, Eierlampe, Töffli und es passt sehr gut. Und jetzt einfach für die so Halterungen machen, da bist du genau der Richtige, der Blechhüeli. Blechhüeli. Jetzt musst du ihn schmeißen, jetzt hat er keine Hand mehr frei. Ihr seht, das sind die allerersten Ponytänkchen, also viel feiner als das geht nicht. Das mache ich jetzt hierher und du kannst da mal anfangen. Wir machen jetzt mal etwas und dann sehen wir uns nachher wieder, weil im Ende des Videos sieht das nämlich schon ganz anders aus. Geil, Kinder? Jawohl, gut. Also, tschüss. Tschüss. Die Gabel ist natürlich relativ hoch. Ich könnte das eigentlich gerade mal zusammenmucheln, um die optimale Position zu finden für den Tank. Wir haben jetzt hier die ganze Federgeschichte ein bisschen abgeändert. Ihr seht, vorher sind das Gewinde in diesen Achsen rein. Jetzt haben wir H7-Sitzchen angetragen und hier mit diesen Lagerbüchsen bündig. Genau, da sieht man es jetzt gerade sehr schön. Wir haben hier die Messingbüchse als Führung oder beziehungsweise als Lagerung, dass das sauber läuft. Und da, ich nehme jetzt natürlich nur rudimentär ein paar Mütterchen, aber da kommen selbstverständlich dann Hutmütterchen her. Das ist ja nur einmal, dass das ein bisschen zusammen ist. Diese Seite, ja, ich muss auch schon sagen, wenn das so vorbereitet ist, ist das eine hure smoothie Geschichte, einfach schnell zusammensetzen. Aber ich bin doch ein paar Stunden dran an dem Ganzen. Also es ist einfach wirklich sehr aufwendig, die Gabel. Aber natürlich auch etwas Spezielles. So, tun wir das da zusammenschrauben. Spezial. Und das Geile ist natürlich, wenn das jemals ausgeschlagen sein sollte, dann hat man die Möglichkeit, um die Ärmel wegzunehmen, Büchse rauspressen, neu rein. Und dann ist das wieder eine ganz smoothie Geschichte. So. Ah, den habe ich jetzt ein bisschen zu früh gemacht. Also, jetzt. Gut, jetzt kommt das natürlich hier.
Genau, da seht ihr, ich habe jetzt mal andere Kopflager genommen. Nämlich hier mit dieser Schräge. Man sieht es hier sehr gut. Das ist nicht ein Standard-Lenkkopflager, sondern es hat hier mit dieser 45 Grad Andrehung und da hat man einfach mehr Fläche, die dann auf das Ganze drückt. Wir haben hier immer das M26x1, weil das ist ja unser typisches Verlängerungsröhrchen, das man auch bei den anderen Springgabeln und so anbietet. Und dann hat es natürlich M26x1 nicht die passende Mutter gegeben. Dann habe ich einfach eine von der Swing, hat ja normalerweise einen Radius. Dann habe ich das Ganze natürlich einfach im 45 Grad Winkel nachgedreht und jetzt passt das wie ein Eis. Auch wieder. Spezial. So, dann haben wir hier das Köpfchen. Da haben wir Unterlagescheiben. Ganz lustig, das sind so bombierte. Die habe ich jetzt ein bisschen kleiner gedreht als beim Nickel Goldbober. Einfach noch einen Touch feiner. Dass es eine schöne Auflage hat, kommt da eine Scheibe zwischen rein. Dann den hier drauf. Den kann man zusätzlich auch noch klemmen. So, und jetzt kann ich die Ärmel wieder einhängen. Da. Total geil. Da hat es ja immer ein bisschen massiven Kopf, sage ich mal. Und mir würde es recht gut gefallen, wenn ich da eigentlich oben dran gerade so einen sauberen Abschluss habe. Da kommt dann der Lenkkopf rein. Den habe ich jetzt noch nicht gekürzt, der kommt natürlich dann noch ein bisschen runter. Wenn der Tank irgendwie so da dran wäre, das ist das Ziel. Ich habe schon überlegt, ob man ihn aufnehmen soll, aber das gefällt mir nicht. Jetzt geht es eigentlich darum, ich muss hier 2 Büchsen drehen mit einem M6 drin. Die werden dann einfach an den Rahmen angeschweißt, angepunktet und dann haben wir eine wunderbar fixe Geschichte. Starten wir das. Wir haben hier rein 49. Selbstverständlich wie immer minus die 2 Scheiben, das heisst 2 x 2 mm. 49 minus 4 gibt 45. Ich brauche nicht mal eine Skizze für das. 16er Stängel. Da machen wir jetzt schnell die Zwickbindchen. Gut, 2 Gewindhülsen. Und die können wir jetzt einfach einen Rahmen schrauben. Also die kommen jetzt so daher. Jetzt nehme ich schnell 2 Schräubchen mit, schraube die quasi an die Tank an. Dann können wir ihn positionieren und festschweissen. Hebt ihr ein bisschen? Ja! Ja. Ja. Ja! Ja. Warte, schau, ich habe etwas. Ja, hol etwas. Das heilige Klötzli. Das ist gut. Schön. Ah, sehr schön. Ja, bombastisch, ein bisschen gelb. So, schau mal, schön. Alles löten. Alles löten. Alles schlecken. Brauchst du eine dritte Hand dort, oder geht's? Nein, es geht tiptop. Früher habe ich auch alles allein gemacht. Ja, Wenn du nicht da warst. Ja, er hat es ja gesehen, oder? Hast du nicht etwas zu tun? Jawohl, ich will. Wieso? Die kommt irgendwo da hin. Hinten weiter oben. Irgendwo. Halt. Jetzt schauen wir, jetzt sehen wir es dann gerade. Irgendwo da. Genau als richtigen Ort. Ja, natürlich. Irgendwo. 105. Schön wäre, wenn wir den gerade so da stellen, dass es etwas stimmt. Ja. Oder? Das ist noch ein bisschen, Etwas hoch. ein bisschen Holz. Schreinerei. Flugzeugsprengen braucht eine Schreinerei, oder? Das ist klar. Affengeil. Ja. Ich habe etwas gefunden. Das Türmchen bauen. Super gut. Ja, da kommen wir schön an. Jetzt hätte ich eigentlich vorher ein bisschen schleifen müssen. Ja. Und das sollte mir ticken. Also jetzt tun wir den mal so da ein bisschen weiter rauf, gell? Das Ja. ist etwa so, oder? Vielleicht ein Mühe zu hoch. Ah, nehmen wir mal eine Dicke raus. Ja, so würde ich etwas einlassen. Aber schau mal jetzt so, wenn du so anziehen würdest. Ich noch ein bisschen zu mir rüber. Zu mir. Und da wieder schauen, ist die Tankdeckel. Ja, wenn du ein bisschen ziehst, dann ist gut. Ist da ist er ein bisschen in der Luft. Voll nicht in der Mitte. Ja. Ja. Und jetzt ist das Büchlein so mittig, aber oben muss er noch über. Weißt du so, oder? Das ist jetzt Muster.
noch einen Touch oben zu mir, oder? Ja. Gut, ja. Oh. Alles auffressen. Ja, das ist ein harter Job. Schweissen du. Dann tun wir da noch ein bisschen runter, sonst kommst du nicht zum... Du kommst gar nicht rauf. Schön ist jetzt immer natürlich, wenn man möglichst, wenn das so ein bisschen eine Höhe ist, oder? Wir sehen jetzt hier, wenn wir den Deckel nehmen und das ist das eine Höhe und wenn wir jetzt die Lampe, ich will jetzt die Lampe so ein bisschen auf diese Rundung, ungefähr. Also ein bisschen tiefer. Dass sie da noch zwischen dir kommt, sonst steht Ja, sie so weit vorne, oder? Genau, schön versenken. Irgendwie so. Ja, ist das affengeil. Warte, hat man schnell. Du fährst noch ein bisschen runter, oder? Ja, ein bisschen runter. Fast noch mal ein Mühe runter. Und so. mal schnell, ob dir das gefällt. Ich finde das ziemlich schön so. Also weißt, wenn da noch der Lenker ist und alles, dann siehst du halt nicht mehr einen Tacho her, oder? Ja, aber das Tacho, stimmt, der braucht schon 30 sind 30, oder? Ja, natürlich. Einfach Hahnen auf und... Hahnen auf und dann ist gut. es 30, oder? Das ist eigentlich noch eine schöne Lampe. Schau mal, der Ring, alles ist noch Ja, perfekt. ich habe ihn vorhin noch ein bisschen geputzt, gell? Oh. Das wirklich sagen. So, jetzt müssen wir so Röhrchen machen. Brauchst du Hilfe? Nein, das ist gut. Nummer 7. Hast du da noch ein Duschtüchchen mitgenommen? Das ist nicht von mir, das liegt schon lange da. Aber kannst du gerade da mal ein bisschen schauen, mal, da, was ist da? Was? Etwas ausgelaufen. Was hast du da gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Benzin. Nein, ist kein Benzin. Oh, überall. Eben. Brennt das? Zeigt denn der schon Öl da irgendwo? Oder? Nein, es brennt nicht. Das ist nichts von mir. Ja, das ist nicht von dir. Was ist das hier? Das ist hure. Das ist so zäh, das ist so, oh, wie Overtroll. Aha! Nein! Nein, habe ich dort auch nicht gemacht. Ja, habe ich nicht auch nicht gemacht. Da habe ich, nein, sicher nicht. Jetzt nehme ich hier so ein Zehnerröhrchen. Machst du gemütlich. Ich kann fast da oben habe ich noch Gipfel und dann kannst du einen Kaffee rausmachen. Das ist gut. Jetzt schneide ich da mal ein Stückchen ab. So 15 cm. Dann kann ich das nachher schön beugen. Ich fange einfach mal an. Zack. Jetzt haben wir hier ein 10 mm Röhrchen. Und jetzt müssen wir da, dass wir da die Lampe befestigen können, müssen wir das flach drücken. Das mache ich einfach mit dem Hammer. Kalt umformen. Kalt schmieden. So, jetzt ist es hier nämlich auf einer Seite ist es schön flach, auf der anderen haben wir hier die Verengung. Wenn man es im Schraubstock macht, dann ist es in der Mitte und dann haben wir das Problem mit der Lampe wieder, dass es nicht schön in der Mitte ist. Gut, und das muss schnell schleifen. Hier noch zuschweissen. Das ist eigentlich inneres Verschmelzen vorne, braucht kein Draht. So. Ja, so beugen. Das ist auch wieder kalt umformen, gell? Aber es ist ja wirklich nur wenig, also das geht tipptopp, das macht dem Material überhaupt nichts. Ich habe jetzt einfach grob mal etwas gemacht. Jetzt kann man das anheben und schauen, wo wir es genau anschweissen wollen. Der kommt dann schlussendlich so da hin. Und jetzt kann man natürlich den so oder innen gerade, etwa so. Das mal grob zuschneiden, wieder anheben, anpassen, wieder schneiden, wieder beugen. Schön. Schön, ne? Das machst du gern. Ja, das ist schön. Das kann man auch gut. Und so. Ja, das ist nicht schlecht. So, da müssen wir nämlich nachher, wenn wir schon da unten sind, auch gerade noch die Ankerplatte. Das ist eine vordere. Betätigungshebel wird dann auch noch umgeschweißt, dass wir quasi Bremsbetätigung rechts haben, weil es gibt eine Fußbremse. Da können wir da schnell messen, wie viel das muss sein. So, dann können wir den nämlich nachher heizen und beugen.
Dann haben wir hier 20. Weil, das ist perfekt, da kann man nämlich gerade da kann man dann den Ankerpunkt machen für die Platte. Und das ist natürlich immer kalt, ist immer ein Seich. Darum können wir das nachher schon schön wärmen, knicken und wieder retour. Ja, das ist top. Da sehen wir jetzt gerade schön die Büchse, die ich gedreht habe. Alubüchse, um quasi, dass das Kugellager passt. Das ist auf beiden Seiten so. Und auf dieser Seite hat das gerade gepasst. Ist ein bisschen grösseres da. Probieren wir das mal. Ja, das ist ein Traum. Jetzt können wir hier dann am Rahmen direkt einen Haltepunkt montieren, also ein Zäpfchen drehen und am Rahmen anschweissen. Gerade etwa auf dieser Flucht vom früheren Kettenspanner von der Treckkette. Das ist nämlich ein robuster Ort und dann kann man das schön von unten her einfahren. Hast du wieder Bienen im Ohr? Ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber vorbildlich, also ich muss natürlich eine kleine Anekdote zu deinen Bienen. Also ich war ja früher immer auf der Ölraffinerie. Ja. Und das war brutal laut. Wir haben eine Messung gemacht, wo wir zu Audi sind wir über 5 Wochen sind wir immer im gleichen Camp gehockt, oder? Und dort haben wir stetig 85 Dezibel. Stetig? Immer. Ja. Mit den grossen Flexen, das sind natürlich nicht die 125, nur die grossen und laut. Und Hammer, weisst, M36 ist etwa die kleinste Schraube. Und ich war dumm, wir haben sogar, die Alten haben sogar gesagt, hey, tu Bienchen, weil du hörst irgendwann nicht mehr so gut. Gell, gell? Hä? Darum rede ich immer ein bisschen weiter mit dir, gell? Nein, also es ist ja eigentlich schon gut, nur bei mir ist es spät, darum bringt es jetzt auch nichts mehr. Ja. Da haben wir gerade unterkant noch ein bisschen runter. Oder? Wir sind gerade etwa unterkant von diesen Ärmchen mit den Bühlen. Ist die Höhe gleich? Links, rechts. Hey, das ist einfach affengeil! Schau, beim Nickel Gold haben doch viel geschrieben, es sei zu klein die Lampe, gell? Weißt du noch? Ja. Zu klein. Du musst jetzt mal schauen, es sieht schön aus. Riecht mit dem Tankli. Es ist so ein bisschen ähnliche Form wie der Tank irgendwie. Mhm. Ich bin Fan. Ist schön, gell? Ja. Eine Lampe ist halt so etwas Geiles. Das ist etwas Geiles. Was gibt's? Ein Sachs. 3-Gang. Ja. Jetzt. Gut. Ja. Bei mir ist immer so ein bisschen Mitte-Sitz. Zu Fußraster ist für mich bequem ca. 70 cm. Oder, wenn ich von diesem Punkt aus messe zu den Fußrastern. Und bei ihm wird es wahrscheinlich eher 75 müssen sein. Und darum werden wir bei diesem Projekt jetzt den Sattel so nach hinten versetzen. Und dann misst es so von dem. Ja, dann sind wir haben wir sicher 70, oder? Ja, das sicher. Ja. Da werden wir natürlich, wie gesagt, Nickel, Farbe. Lasst euch überraschen, gibt etwas ganz Verrecktes. Jetzt müssen wir die Rädchen haben, jetzt müssen wir die Nabel zum Vernickeln und Felgering. Und mit dem möchte ich eigentlich abschließen. Das neue Projekt ist gestartet und ich kann euch versprechen, das wird bald fertig, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ich würde sagen, vielen Dank, bis in 2 Wochen. Sagt Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.